Diesmal sprechen wir über eine Person, die sich von anderen Diktatoren im Nahen Osten etwas unterscheidet. Nach Ansicht mancher ist er nicht einmal ein Diktator. Natürlich hängt das davon ab, wie diese Menschen Diktator definieren. Die grundlegenden Merkmale eines Diktators sind fast jedem bekannt. Eine Person, die Armee, Polizei, Gerichte, die Medien und sogar das Bildungswesen ihrem eigenen Willen unterordnet, wird als Diktator bezeichnet. Das Wort solcher Personen ist Gesetz. Die absolute Macht liegt allein bei ihnen. Solche Figuren greifen, nachdem sie die Macht erlangt haben, zu harten Methoden, um ihre Rivalen zu neutralisieren. Sie bringen die politische Opposition entweder zum Schweigen, sperren sie ein oder zwingen sie ins Exil. Der für Demokratien typische Pluralismus, der Wettbewerb bei Wahlen und die Meinungsfreiheit werden in solchen Systemen entweder eingeschränkt oder zu einer bloß formalen Fassade. In einer Diktatur wird die Gesellschaft durch Angst regiert. Gleichzeitig stellen sich diese Herrscher als untersätzlich für das Volk dar, als Retter oder als eine Art Vaterfigur. Ja, sowohl Saddam Hussein als auch Idi Amin und Hafiz al-Assad präsentieren sich als Väter ihres Volkes. Diese Tradition beschränkt sich nicht nur auf den Nahen Osten. Selbst die diktatorischen Führer Nordkoreas, Kim Il-sung, danach sein Sohn Kim Jong-il und später wiederum dessen Sohn Kim Jong-un, nutzen diese Methode, um die Macht von Generation zu Generation weiterzugeben. Die Hauptsache ist zunächst, im Volk das Bild eines Retters zu schaffen. Dafür braucht es zuerst einen äußeren Feind. Und um dieses äußere Feindbild zu überwinden, gilt der Vater des Volkes als die richtige Person. Doch damit endet es nicht. Auch innerhalb des Volkes wird es jene geben, die sich erheben. Um sie auszuschalten, braucht es geheime Polizeiorganisationen, so wie Saddams al-Mukhabarat, wie Hafiz al-Assads Idarat al-Mukhabarat al-Amma oder Nordkoreas sogenannte unsichtbare Regierung, die SSD. Wenn sie solche Organisationen haben, warum sollte Libyen keinen haben? Natürlich hat es welche und sie sind sogar so hart, dass sie die anderen an Brutalität übertreffen. Es handelt sich um mehrere Gruppen, die als Mukhabarat al-Wataniya, Mukhabarat al-Askariya und Aman al-Siyasi bekannt sind. Diese Sicherheitsdienste sorgten für politische Kontrolle, überwachten Regimegegner, überprüften oppositionelle Aktivitäten, deckten unzufriedene Offiziere in der Armee und potenzielle Putschisten auf und schalteten sie sofort aus. Doch damit nicht genug. Das Gaddafi-Regime ließ diese drei Organisationen sogar einander überwachen und gewährte keiner von ihnen volle Unabhängigkeit. Mit anderen Worten, eine klassische Diktatur. In solchen Regimen arbeiten die Sicherheitsdienste weniger gegen äußere Feinde, als vielmehr gegen innere Feinde des Systems. Doch diese Führer treten dem eigenen Volk gegenüber nicht ständig aggressiv auf. Manchmal geben sie sich moderat, in den meisten Fällen jedoch hart. So war es auch bei Gaddafi. In seinen letzten Jahren versuchte er jedoch, dem Westen zu gefallen und diese Mäßigung brachte schließlich auf sein Ende. Hätte er nicht versucht, sich zu demokratisieren, wäre er heute vielleicht noch am Leben und immer noch der Vater seines Volkes. Bevor wir ins Video einsteigen, würde es mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren und den Like-Button drücken. So geben Sie mir die Motivation, die nächsten Videos vorzubereiten. Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. Wow. Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. Muammar al-Gaddafi wurde am 7. Juni 1942 in der libyschen Wüste nahe Sirte in eine Hirtenfamilie hineingeboren. Seine Kindheit verlief, wie in vielen arabischen Ländern jener Zeit, in Armut. Seine Familie war beduinisch-arabisch und lebte nach diesen Traditionen. Als er das Schulalter erreichte, hatte ihn die Welle des arabischen Nationalismus in der Region bereits tief geprägt. In dieser Zeit begannen die von Jamal Abdel Nasser in Ägypten angestoßenen pan-arabischen Ideen, Gaddafis Weltbild zu verändern. Schon während seiner Schuljahre wählte er Nasser als sein Vorbild und begann daran zu glauben, dass sich eines Tages die gesamte arabische Welt vereinen würde.
Während seiner Zeit an der weiterführenden Schule zeichnete er sich durch seine politischen Fähigkeiten aus. Er gründete geheime Schülergruppen gegen die britische Präsenz in Libyen und lenkte sie auf panarabischen Ideen. Wie viele junge Menschen, die in den 50er und 60er Jahren mit dem Regime von König Idris unzufrieden waren, betrachtete auch er die Monarchie als ein Symbol der Rückständigkeit. Die Existenz britischer Militärbasen in Libyen sowie Korruption und Armut im Land verstärkten in dieser Zeit Gaddafis Interesse an der Politik noch weiter. Für seine Universitätsausbildung besuchte er zunächst Schulen in Sirte und Sabha und wurde später an der Universität von Benghazi in Libyen aufgenommen. Dort geriet er wegen seiner politischen Aktivitäten unter Druck und wurde schließlich von der Universität verwiesen. Gaddafi war nun überzeugt, dass er seine Ideen auf politischem Wege nicht erreichen konnte und fasste den Entschluss, dieses Ziel durch die Kontrolle über das Militär zu verwirklichen. Im Jahr 1963 trat er in die Militärakademie von Benghazi ein. Während seiner Ausbildung gründete er eine geheime revolutionäre Zellenorganisation und sammelte um sich Offiziere, die seine Ansichten teilten. Diese Gruppe sollte später zu den Offizieren des Revolutionären Kommandos werden, die den Umsturz im Jahr 1969 durchführen würden. Nach dem Abschluss der Militärakademie absolvierte er im Jahr 1966 eine kurze Ausbildung in England. Noch im selben Jahr kehrte er in seine Heimat Libyen zurück. Diese militärische Schulung bestand lediglich aus einer kurzfristigen Spezialausbildung, vor allem in den Bereichen Kommunikation und militärische Taktik. Doch selbst diese wenigen Monate spielten eine große Rolle bei der weiteren Radikalisierung seiner antiimperialistischen Überzeugungen. Nach seiner Rückkehr nach Libyen begann für ihn und für das libysche Volk eine entscheidende Phase. Der Zeitraum von 1966 bis zum Umsturz im Jahr 1969 war in Gaddafis Leben die geheimste und strategisch wichtigste Etappe. In diesen Jahren widmete er seine gesamte Energie dem Sturz der Monarchie, dem Aufbau einer geheimen Offiziersbewegung und der Schaffung der militärisch-politischen Struktur des Umsturzes. In dieser Zeit diente er weiterhin als Offizier in der Armee. Sein erster Aufbau bestand darin, unzufriedene Offiziere innerhalb des Militärs ausfindig zu machen und aus ihren Reihen heimliche Unterstützer zu gewinnen. Zu jener Zeit war König Idris bereits gealtert und hatte Schwierigkeiten, das Land zu regieren. Die Korruption im Umfeld der Macht, die Spaltung zwischen den Stämmen und die Militärbasen ausländischer Staaten unter den jungen Offizieren tiefe Unzufriedenheit. Gaddafi beobachtete diese Missstände aufmerksam und begann eine zentralisierte geheime Organisation aufzubauen. In den Jahren 1966 bis 1967 formte er die erste Zelle der Gruppe, die er Bewegung der Freien Offiziere nannte. Dieser Name war von der Organisation Abdel Nassers in Ägypten inspiriert. Anfangs war diese Gruppierung sehr klein und bestand nur aus wenigen Personen. Doch als Gaddafi sie auswählte, nahm er nur junge Offiziere auf, denen er vollkommen vertraute und die ideologisch fest dem Panarabismus und dem Antiimperialismus verpflichtet waren. Die Tätigkeit der Gruppe wurde mit maximaler Geheimhaltung geführt. Wie in einer klassischen Zellenorganisation kannten die Mitglieder einander nicht und wussten nicht einmal die Namen der anderen. Jeder kannte nur eine einzige Person: Muammar Gaddafi. Der Sechstagkrieg im Jahr 1967 gab Gaddafis Organisation einen gewaltigen Anstoß. Denn die Niederlage Ägyptens gegen Israel hatte in der arabischen Welt einen Schock ausgelöst. Gaddafi und die ihm nahestehenden Offiziere brachten diese Niederlage mit der westlich orientierten Politik des schwachen Regimes von König Idris in Libyen in Verbindung. Ihre Forderung war,
dass Libyen wie Ägypten einen starken Staat unterstützen müsse. Doch der König wollte das nicht. Die westlichen Militärbasen blieben im Land und von einer arabischen Einheit war keine Rede. Dieser ideologische Gegensatz führte zur Ausweitung der Organisation. In den Jahren 1967 bis 1968 begann Gaddafi, die geheimen Treffen systematisch zu organisieren. Er teilte die Offiziere in 3 Kategorien ein: den vollkommen vertrauenswürdigen Kern, potenzielle Unterstützer und gefährliche Personen. In die Kerngruppe nahm er nur seine engsten Vertrauten auf, Figuren wie Abdeslam Jalloud und Abu Bakr Yunis. Mit ihnen stand er in engem Kontakt, sorgte für die Vorbereitung der Ideologie und schmiedete die Putschpläne. Im Jahr 1968 waren die Konturen der Umsturzpläne bereits klar erkennbar. Die Hauptziele waren das Rundfunkzentrum von Tripolis, der Königspalast, wichtige Kasernen und die Flughäfen. Die Strategie der Gruppe bestand in einer schnellen, nächtlichen Operation ohne Blutvergießen. Während die Pläne ausgearbeitet wurden, nutzte Gaddafi seine militärische Laufbahn, um andere Einheiten zu besuchen, die dortigen Offiziere kennenzulernen und einzuschätzen. So dehnte er das Netzwerk über das ganze Land aus. Dennoch blieb die Gruppe äußerst geheim und bestand aus etwa 70 bis 100 ausgewählten Offizieren. Zu Beginn des Jahres 1969 verhärteten die Krankheit von König Idris, das politische Vakuum in Tripolis und der Erfolg der Revolution im Jemen Gaddafis Entschluss weiter. Die Gruppe war nun vollständig bereit für den Staatsstreich. Dieser Tag ging als der Tag eines militärischen Umsturzes in die Geschichte ein. Dieser Umsturz veränderte die Geschichte Libyens in nur einer Nacht. Er war äußerst präzise geplant und wurde in der Praxis nahezu unblutig durchgeführt. Alles begann nach Mitternacht, zu einer Zeit, als der König sich außerhalb des Landes befand. König Idris hielt sich in jenen Tagen zur Behandlung in einem Thermalsanatorium in der Türkei auf. Gaddafi und seine geheime Offiziersorganisation hatten jahrelang auf genau diesen Moment gewartet. In der Nacht des Putsches verhielt sich Gaddafi sehr vorsichtig und zeigte sich selbst nicht direkt an vorderster Front, denn die Verhaftung des Anführers hätte den gesamten Plan zunichte machen können. Er blieb etwas außerhalb der Stadt in einem geheimen Zentrum und leitete die Operation über Funkverbindungen. Sein enger Kreis, Abdeslam Jalloud, Abu Bakr Yunis und andere, hatte Stellung in den wichtigsten Militäreinheiten in Tripolis und Benghazi bezogen und die Durchführung der Operation übernommen. Gegen 3 Uhr nachts begann die erste Bewegung. Die Soldaten brachten zunächst einige strategisch wichtige Punkte in Tripolis unter ihre Kontrolle: Polizeistationen, Kasernen und Straßenkreuzungen. Die kritische Phase des Umsturzes war die Übernahme des staatlichen Rundfunks. Denn dies war der erste Ort, an dem das Volk erfahren würde, wer die Macht übernommen hatte. Die Offiziere, die das Radiogebäude betraten, stießen auf keinen Widerstand. Nachdem sie die Kontrolle erlangt hatten, warteten sie bis zum Morgengrauen, um die vorbereitete Erklärung zu senden. Gleichzeitig waren auch die Stützpunkte und Militäreinheiten im Westen des Landes unter die Kontrolle der Offiziere geraten. Bemerkenswert ist, dass die Anhänger des Königs sehr spät erkannten, dass diese Bewegung begonnen hatte. Obwohl die libysche Armee der Monarchie loyal zu sein schien, war in Wirklichkeit eine große Zahl von Offizieren mit Gaddafis geheimer Organisation verbunden. Deshalb kam es fast zu keinen ernsthaften Zusammenstößen. Gegen 6 Uhr morgens sendete das libysche Radio zum ersten Mal die Stimme des neuen Regimes. Nicht Gaddafi selbst trat ans Mikrofon, da er noch immer verborgen blieb. Stattdessen verlas einer seiner Gefährten die Erklärung. Darin wurde verkündet, dass die libysche Monarchie gestürzt sei und man der Korruption, dem imperialistischen Einfluss und der Schwäche der Königsfamilie ein Ende gesetzt habe. Gegen Mittag, nachdem die Lage vollständig unter Kontrolle war, trat Gaddafi schließlich in Militäruniform an die Öffentlichkeit. Er wirkte jung, schlicht und selbstbewusst.
An diesem Tag verkündete er öffentlich den Beginn einer neuen Ära in Libyen. Die Regierung wurde aufgelöst, die Verfassung außer Kraft gesetzt und das Land fortan von revolutionären Kommandorat regiert, dessen Vorsitzender Gaddafi war. Nach diesem Datum trat Libyen in eine völlig neue politische Richtung ein. Gaddafis antiimperialistische Linie, der arabische Sozialismus und die panarabischen Ideen prägten die gesamte Innen- und Außenpolitik des Landes. Seine Herrschaft dauerte von 1969 bis zum Umsturz im Jahr 2011, also genau 42 Jahre. Die Herrschaft, die anfangs im Namen des Kampfes gegen Imperialismus, Monarchie, Diktatur und westliche Assimilation begann, unterschied sich später kaum noch von dem König, den sie gestürzt hatte. Das zu sagen wäre keine Übertreibung. Wie andere ikonische Diktatoren, die durch einen Putsch an die Macht gekommen waren, entschied sich auch Gaddafi, seine Macht mit Gewalt zu sichern. Der Ausspruch des ukrainischen Herrschers Idi Amin, Angst ist gut, die Menschen respektieren dich, wurde gewissermaßen zum ungeschriebenen Gesetz aller autoritären Führer. Im Irak stelle sich Saddam Hussein als Vater des Volkes, als Held und sogar als Träger einer göttlichen Mission dar, um Gehorsam zu erzwingen. Kim Il-sung schuf eine Ideologie der Unterblickkeit. Er überzeugte sein Volk davon, dass sie sich ständig im Krieg mit einem unsichtbaren Feind befanden und nur der Führer sie schützen könne. Offensichtlich gibt es eine grundlegende Regel, der alle Diktatoren folgen: Angst zu erzeugen und einzureden, dass der Schutz vor dieser Gefahr allein in den Händen eines einzigen Menschen liege. So werden sie für das Volk zu einer neuen Hoffnung. Auch Gaddafi verstand diesen psychologischen Mechanismus der Herrschaft vollkommen, indem er sich zugleich als Symbol der Revolution, als Verteidiger des Islams und als Retter der arabischen Einheit präsentierte, lenkte er die Angst, die Hoffnung und die Sorgen des Volkes. War Gaddafi gut oder schlecht? Sollten wir ihn als revolutionären Führer bewerten oder als gnadlosen Diktator? Seine Jahre an der Macht geben bis heute Anlass zu Kontroversen und die Auswirkungen seiner Entscheidungen sind selbst heute noch spürbar. Aber bedeutet das, dass in den Jahren seiner Herrschaft alles ausgezeichnet war? Natürlich ist kein Führer fehlerlos. Die Zeit ist das beste Mittel, um Fehler sichtbar zu machen. 15 Jahre nach Gaddafi können wir sehen, ob seine Reformen zum Wohl oder zum Nachteil des Volkes waren, was in seinen Regierungsjahren geschah und wie es zur libyschen Revolution kam, können Sie im nächsten Video ausführlich verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit geben Sie mir eine große Unterstützung für die nächsten Videos.